Welche Vereine aus der aktuellen zweiten Bundesliga-Saison 2025/26 schaffen am Ende den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga und wer landet auf Platz 3, um sich über die Relegation vielleicht doch noch den Traum vom Aufstieg zu erfüllen? Und eins ist jetzt schon klar, es wird bis zum 34. Spieltag richtig spannend bleiben. Ja, hallo liebe Freunde der zweiten Bundesliga und willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Die zweite Bundesliga 25/26 hat noch 7 mega spannende Spieltage vor sich. Das heißt ganz einfach, es sind noch 21 Punkte zu holen. Und genau deshalb schauen wir uns heute in diesem Video die Teams im Aufstiegskampf ganz genau an. Ich gebe dir meine zweite Bundesliga-Prognose für alle Teams von Platz 6 bis Platz 1 der aktuellen Tabelle nach dem 27. Spieltag. Also von Hertha BSC bis zum aktuellen Tabellenführer Schalke 04. Wir werfen einen Blick auf die Restprogramme aller Zweitligavereine von Platz 1 bis 6 und zum Schluss gibt es natürlich meine persönliche Abschlusstabelle für den Aufstiegskampf zur ersten Fußball-Bundesliga 2025/26. Aber jetzt bist du erstmal gefragt, was glaubst du, wer steigt direkt auf und wer landet auf Platz 3 und hat dann doch die Chance, über die Relegation in die erste Liga aufzusteigen? Schreib mir deine zweite Bundesliga-Prognose unbedingt in die Kommentare. So, dann schauen wir uns als erstes den SV Darmstadt 98 an. Die Lilien stehen aktuell mit 50 Punkten auf einem starken 4. Platz. Das bedeutet gleichzeitig, es sind nur noch 2 Punkte bis zur Tabellenspitze der zweiten Bundesliga. Und genau daran sieht man wieder, wie unglaublich eng und spannend diese Liga aktuell ist. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt spielt auf jeden Fall voll mit im Rennen um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Schauen wir uns mal das Restprogramm von Darmstadt an, also die letzten 7 Spiele. Am 28. Spieltag geht es direkt auswärts zu Arminia nach Bielefeld. Und wenn man sich die kommenden Gegner anschaut, dann sind das genau die Spiele wie gegen Bielefeld, die du gewinnen musst, wenn du am Ende aufsteigen willst. Allerdings muss man auch sagen, Darmstadt hat in den letzten 5 Auswärtsspielen 4-mal unentschieden gespielt und einmal mit 1:3 bei Dynamo Dresden verloren. Also das Spiel in Bielefeld wird definitiv kein Selbstläufer. Die Bielefelder haben immerhin in ihren letzten 3 Heimspielen unter anderem 3:2 gegen Braunschweig gewonnen und 1:1 gegen Paderborn gespielt. Also das wird richtig schwer für die Lilien. Am 29. Spieltag folgt dann direkt das Top-Duell zu Hause gegen Hannover. Also ein direkter Konkurrent im Aufstiegskampf. Und wenn man sich die Heimspiele anschaut, Hannover, Elversberg und am Ende der SC Paderborn, dann wird klar, wie entscheidend diese Partie werden können. Jetzt kommt aber der große Pluspunkt. Darmstadt hat in den letzten 5 Heimspielen 4 Siege geholt und zusätzlich 1:1 gegen Tabellenführer Schalke gespielt. Zu Hause ist also alles möglich. Genau diese Heimstärke muss Darmstadt gegen die direkten Konkurrenten nutzen, wenn man den Aufstieg oder zumindest Platz 3 erreichen will. Allerdings ist Hannover aktuell auch auswärts ziemlich stark unterwegs. Mit einem 2:2 auf Schalke, ein Sieg in Bielefeld und einem 3:2 bei Hertha BSC, das wird also ein echtes Topspiel. Auch auswärts bei Greuther Fürth wird es alles andere als einfach. Fürth hat am 26. Spieltag zu Hause 2:0 gegen Elversberg gewonnen und davor 1:1 gespielt. Also unterschätzen darf Darmstadt Fürth auf keinen Fall. Dann kommt das nächste Hammerspiel, Darmstadt zu Hause gegen die SV Elversberg. Dieses Spiel am 31. Spieltag könnte für beide Teams schon richtungsweisend sein. Beide Mannschaften können dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Dann folgen 2 Auswärtsspiele, einmal beim KSC und dann bei Preußen Münster. Der KSC hat aus den letzten 3 Heimspielen immerhin 2 Siege und ein Unentschieden geholt.
Da muss Darmstadt also richtig Vollgas geben, wenn man die 3 Punkte mitnehmen will. Und gegen Preußen Münster zählen eigentlich nur 3 Punkte. Das Problem? Münster kämpft selbst um den Klassenerhalt und braucht jeden Punkt. Trotzdem geht Darmstadt hier natürlich als Favorit ins Spiel. Und dann am 34. Spieltag vielleicht das große Finale. Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn. Ein mögliches Endspiel um den direkten Aufstieg oder Platz 3. Das Hinspiel endete 2:2 unentschieden. Also auch hier ist wieder alles offen. Fazit: Für Darmstadt ist es definitiv alles drinne. Die Heimspiele gegen Hannover, Elversberg und Paderborn können am Ende alles entscheiden. Meine Prognose: Darmstadt holt aus den letzten 7 Spielen noch etwa 10 bis 12 Punkte. So, liebe Fußballfreunde, weiter geht's mit dem nächsten Team im Aufstiegskampf, die SV Elversberg. Nach 2 Siegen und der Niederlage bei Greuther Fürth steht Elversberg aktuell mit 51 Punkten punktgleich mit Paderborn auf Platz 2 und nur 1 Punkt hinter Tabellenführer Schalke 04. Ein kleiner Vorteil könnte auch hier die gute Tordifferenz sein, genau wie bei Darmstadt. Schauen wir uns das Restprogramm an. Direkt am 28. Spieltag geht es auswärts zum Topspiel bei Hannover 96. Und danach direkt das nächste Spitzenspiel zu Hause gegen Schalke 04. Diese beiden Spiele könnten schon entscheidend für die Saison von Elversberg werden. In Hannover wird es extrem schwer, vor allem weil Elversberg aktuell nicht konstant ist. In den letzten 5 Auswärtsspielen gab es 2 Siege, 1 Unentschieden, und 2 Niederlagen. Aber auch Hannover hat zu Hause zuletzt nicht komplett überzeugt. Unentschieden gegen Dresden, Niederlage gegen Fürth und ein knapper Sieg gegen Braunschweig. Also hier gibt es keinen klaren Favoriten. Das gilt übrigens auch für das Heimspiel gegen Schalke. Schalke ist auswärts nicht überragend unterwegs, mit 3 Unentschieden, 1 Sieg in Kiel und einer Niederlage in Bochum. Also auch hier alles offen. Wenn Elversberg im Aufstiegsrennen bleiben will, muss das Heimspiel gegen den KSC gewonnen werden. Und das spricht auch dafür, denn der KSC hat erst 3 Auswärtsspiele gewonnen. Dann kommen 2 absolute Kracher, auswärts in Darmstadt und zu Hause gegen Paderborn. Diese Spiele könnten entscheidend für den Aufstieg werden. Mindestens 1 davon sollte Elversberg gewinnen. Beide zu holen wird aber, denke ich mal, schon extrem schwer. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf sollten eigentlich 3 Punkte drin sein, wenn man oben dranbleiben will. Und auch am letzten Spieltag zu Hause gegen Preußen Münster gilt das Gleiche. Man darf auch nicht vergessen, Elversberg hat im Winter seinen Topstürmer Younes Ebner Talib abgeben müssen. Dafür ist die Saison bisher wirklich mega stark. Meine Prognose: Elversberg holt noch etwa so 10 bis 12 Punkte. So, jetzt schauen wir uns Hannover 96 genauer an. Ja, nach dem wichtigen 1:0 Heimsieg im Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig steht Hannover mit 49 Punkten auf Platz 5. Das bedeutet nur 2 Punkte bis Platz 3 und 3 Punkte bis zur Tabellenspitze. Auch für Hannover und Trainer Christian Tietz ist also noch alles möglich. Die ersten Spiele haben es direkt in sich. Zu Hause hat Hannover aus den letzten 5 Spielen 3 Siege, 1 Unentschieden und eine Niederlage geholt. Auswärts in Darmstadt wird es extrem schwer, zumal das Hinspiel mit 2:3 verloren ging. Da hat Hannover definitiv noch eine Rechnung offen. Dann folgt direkt das nächste Topspiel zu Hause gegen Paderborn. Das könnte schon ein halbes Endspiel werden. Immerhin hat Hannover das Hinspiel mit 2:0 gewonnen. Auch auswärts beim KSC muss Hannover alles reinwerfen, um 3 Punkte mitzunehmen. Das sind absolute Big-Point-Spiele. In den letzten 3 Spielen gegen Münster, Bochum und Nürnberg sollten keine Niederlage mehr passieren. Vor allem gegen Münster und Nürnberg sind eigentlich Siege Pflicht. Ja, meine Prognose: Hannover holt noch so circa 12 bis 14
Punkte. So, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten für den Bundesliga-Aufstieg 2025-26. Richtig, und zwar zum SC Paderborn 07. Das Team von Trainer Ralf Kettemann steht nach dem letzten 2:1 Heimsieg gegen Dynamo Dresden aktuell mit 51 Punkten, ja, genau wie Elversberg, auf Platz 3. Das würde Stand jetzt zumindest für die Relegationsspiele zur Bundesliga reichen. Aber klar ist auch, in Paderborn will man natürlich mehr. Man will direkt aufsteigen. Und genau das wird eine richtig schwere Mission werden. Warum? Schauen wir uns mal das Restprogramm vom SC Paderborn genauer an. Die ersten beiden Spiele auswärts in Fürth und dann am 29. Spieltag zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg sind auf jeden Fall machbar und ja, sollten auch gewonnen werden. Vor allem, wenn man sich die restlichen Spiele anschaut. Denn danach warten wirklich alle aktuellen Top-4-Teams als Gegner. Heißt, wenn Paderborn diese Spiele erfolgreich gestaltet, dann hätte man sich den Bundesliga-Aufstieg auch absolut verdient. Aber ja, es wird richtig schwierig. Schon in Hannover wird es ernst. Das Hinspiel hat Paderborn am 13. Spieltag mit 0:2 verloren. Das Team von Christian Tietz weiß also ganz genau, wie man gegen den SCP punkten kann. Aber klar ist auch, Paderborn kann gegen jede Mannschaft gewinnen. Gerade die Heimspiele werden extrem wichtig, zum Beispiel das Spiel gegen Schalke 04 am 31. Spieltag. Das Hinspiel hat Paderborn zwar mit 1:2 verloren, aber man ist damals immerhin durch Laurin Koda mit 1:0 in Führung gegangen. Das zeigt, wenn bei Paderborn alles passt, dann können sie zu Hause auch gegen Schalke gewinnen. Paderborn spielt eine kontrollierte Offensive und Schalke muss aufpassen, dass ihr Spiel nicht zu sehr nur auf Stürmerstar Edin Dzeko zugeschnitten ist, denn dann kann das auf Dauer auch nach hinten losgehen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Topspiel für den SCP. Auswärts in Elversberg wird es natürlich wieder extrem schwer. Das Hinspiel in Paderborn hat Elversberg mit 2:1 gewonnen. Also auch hier erwartet uns ein richtig enges Spiel. Das Heimspiel am 33. Spieltag gegen den KSC muss auf jeden Fall gewonnen werden. Wenn man bis dahin noch im Aufstiegsrennen dabei ist, da zählen nur 3 Punkte. Und dann könnte es am 34. Spieltag wirklich zu einem echten Finale kommen. Darmstadt gegen Paderborn. Das wäre natürlich ein absolutes Topspiel. Das Hinspiel am 17. Spieltag endete 0:0. Sollte es zu einem Finale kommen, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass Paderborn die stärkeren Nerven hätte. Aber klar ist auch, beide Teams sind stark genug, um das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, meine Prognose: Der SC Paderborn holt aus den letzten 7 Spielen noch etwa 11 bis 13 Punkte. Für mich persönlich wird Paderborn auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag voll im Aufstiegsrennen bleiben. So, dann geht's auch direkt weiter und zwar ja mit Hertha BSC. Nach dem spektakulären und absolut verdienten 5:2 Auswärtssieg am 27. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf steht das Team von Trainer Stefan Leitl aktuell mit 44 Punkten auf Platz 6. Klar, es sind noch 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 3 bzw. Platz 2, aber warum nehme ich Hertha trotzdem mit in meine Aufstiegsprognose? Ja, ganz einfach, schauen wir uns mal das Restprogramm an. Was die Tabellenplätze der Gegner angeht, hat Hertha BSC wahrscheinlich das einfachste, sagen wir mal, Restprogramm aller Aufstiegskandidaten. Klar, in der 2. Bundesliga darf man kein Team unterschätzen. Aber bis auf Kaiserslautern auf Platz 7 kommen alle Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, also ab Platz 12. Zum Beispiel Dynamo Dresden am 28. Spieltag. Hertha hat zuletzt beide Auswärtsspiele gewonnen und gerade in Düsseldorf gezeigt, ja, wir sind noch da. Aber jetzt kommt mein großes Aber. Dresden hat die letzten Heimspiele beide gewonnen. 3:1 gegen Darmstadt und sogar 6:0 gegen Preußen Münster. Also da muss Hertha schon richtig Vollgas geben, um 3 Punkte mitzunehmen. Wenn Hertha noch im Aufstiegskampf mitreden will,
muss man zu Hause deutlich konstanter werden. Aus den letzten 5 Heimspielen gab es nur einen Sieg, dazu 3 Unentschieden und eine Niederlage. Allerdings hat Kaiserslautern seine letzten beiden Auswärtsspiele verloren. Deshalb geht Hertha für mich als Favorit ins Heimspiel gegen Lautern. Das bedeutet aber auch, auswärts in Braunschweig müssen eigentlich 3 Punkte her. Das Hinspiel hat Hertha zu Hause mit 1:0 gewonnen. Allerdings ist Braunschweig zu Hause nicht leicht zu schlagen. Ein Punkt wäre aber auf jeden Fall möglich. Die klare Devise gegen Holstein Kiel und auswärts bei Magdeburg lautet dann ganz klar, 6 Punkte müssen her. Das letzte Heimspiel am 33. Spieltag gegen Greuther Fürth sollte man ebenfalls gewinnen. Aber Achtung, wenn Fürth da noch im Abstiegskampf steckt, werden sie in Berlin alles reinwerfen. Trotzdem ist Hertha hier für mich der klare Favorit. Und dann könnte es am 34. Spieltag noch richtig spannend werden. Auswärts bei Arminia Bielefeld. Das könnte ein echtes Endspiel werden. Für Bielefeld im Kampf um den Klassenerhalt und für Hertha im Kampf um den Aufstieg oder Platz 3. Das wird ein richtiges Kampfspiel und da müssen die Hertha-Spieler definitiv mehr als 120% geben. Ja, meine Prognose, Hertha holt aus den letzten 7 Spielen ja noch zwischen 11 und 18 Punkte. Und genau deshalb haben sie für mich persönlich noch eine echte Chance, am Ende unter den Top 3 der 2. Bundesliga zu landen. So, liebe Freunde der 2. Bundesliga, und jetzt geht's weiter mit dem Spitzenreiter, ja, Schalke 04. Ja, der FC Schalke 04 geht mit Trainer Miron Muslic natürlich als Favorit auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause ins Rennen. Nach den beiden Unentschieden aus den letzten 2 Ligaspielen steht Schalke aktuell mit 52 Punkten alleine an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Allerdings sind es auch nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das zeigt wieder, wie eng das Ganze ist. Also ja, auch als Tabellenführer musst du in den letzten 7 Spieltagen nochmal alles raushauen. Und die restlichen Spiele werden definitiv kein Zuckerschlecken für den S04. Direkt am 28. Spieltag geht zu Hause gegen den KSC, aktuell auf Platz 8. Klar ist, wenn du aufsteigen willst, musst du solche Spiele zu Hause gewinnen. Die Heimbilanz der letzten 5 Spiele ist auch ordentlich. 2 Siege und 3 Unentschieden. Aber jetzt gilt, die letzten 4 Heimspiele sollten, wenn möglich, alle gewonnen werden. Der KSC hat aus den letzten 3 Auswärtsspielen 2 verloren, konnte aber am 24. Spieltag mit 3:1 in Magdeburg gewinnen. Trotzdem sage ich, auf Schalke musst du aufpassen, dass dein Spiel nicht zu sehr nur auf Starstürmer Edin Dzeko ausgerichtet ist. Wenn das passiert, wird das System zu leicht ausrechenbar. Trainer Muslic muss gerade in der Offensive flexibel bleiben. Aber gegen den KSC sind auf jeden Fall 3 Punkte drinne. Dann kommt es am 29. Spieltag direkt zum Topspiel der 2. Bundesliga. Elversberg zu Hause gegen Schalke. Die Auswärtsbilanz der letzten 3 Spiele von S04 ist ganz ordentlich. Ein Sieg bei Holstein Kiel und 2 Unentschieden gegen Fürth und Darmstadt. Wobei man ehrlich sagen muss, in Fürth hätte man eigentlich gewinnen müssen. Solche Punkte musst du holen, eigentlich wenn du aufsteigen willst. Aber vielleicht macht man es ja jetzt besser in Elversberg. Denn Elversberg hat seine letzten 3 Heimspiele alle gewonnen und wird natürlich alles reinwerfen, um diese 3 extrem wichtige Punkte zu Hause zu holen. Der Gewinner könnte sich hier schon ein kleines Polster verschaffen. Aber klar ist auch, dieses Spiel können beide Mannschaften gewinnen. Danach kommt mit Preußen Münster, dem aktuellen Tabellenletzten, ein Pflichtsieg. Da müssen 3 Punkte auf jeden Fall her. Ganz egal wie, klar wird Münster alles reinwerfen im Kampf um den Klassenerhalt, aber Schalke ist hier ganz klar der Favorit. Dann folgt das nächste Hammerspiel, Paderborn gegen Schalke.
Dieses Spiel kann für beide Teams richtungsweisend werden. Aufstieg, Relegation oder vielleicht am Ende doch nix von beiden. Schalke konnte das Hinspiel am 14. Spieltag mit 2:1 gewinnen. Aber man darf nicht vergessen, Paderborn ist aktuell extrem heimstark. Aus den letzten 5 Heimspielen hat der SCP 4 Siege und ein Unentschieden geholt. Die letzte Heimniederlage gab es am 15. Spieltag gegen Elversberg. Und dazu kommt noch das starke 5:2 zu Hause gegen Hertha am 23. Spieltag. Also ja, das wird ein richtig interessantes Spiel. Und auch hier gilt, beide Teams sind stark genug, um die 3 Punkte zu holen. Die letzten beiden Heimspiele, einmal gegen Fortuna Düsseldorf und dann am 34. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig, muss Schalke auf jeden Fall gewinnen, wenn man direkt aufsteigen will. Und stell dir mal vor, letztes Spiel in der Felddienst-Arena und der Aufstieg steht schon fest. Das wäre eine absolute Megaparty mit den Schalker Fans. Davor geht's aber noch am 33. Spieltag auswärts zum 1. FC Nürnberg. Und dieses Spiel solltest du auf keinen Fall verlieren. Am besten wären natürlich 3 Punkte. Aber Nürnberg wird alles geben. Das Team von Trainer Miroslav Klose will seinen Fans noch einen guten Saisonabschluss bieten. Sie haben zu Hause unter anderem gegen Elversberg und Hannover gewonnen und sogar mal eben 5:1 gegen den KSC gespielt. Andererseits haben sie auch gegen Düsseldorf zu Hause verloren. Also ja, beim 1. FC Nürnberg weiß man nie so genau, was man bekommt. Aber auch dieses Spiel sollte Schalke nicht verlieren. Im Vergleich zu den anderen Aufstiegskandidaten hat Schalke insgesamt nicht das schwerste Restprogramm. Und genau deshalb könnte es dieses Jahr endlich klappen mit dem Aufstieg nach 3 Jahren 2. Bundesliga. Meine Prognose: Schalke holt aus den letzten 7 Spielen noch etwa so 10 bis 12 Punkte. Klar, die Spiele in Elversberg und Paderborn werden extrem schwer. Aber wenn Schalke diese beiden Spiele nicht verliert, haben sie richtig Chancen aufzusteigen. Ja, liebe Fußballfreunde, das wäre dann meine Abschlusstabelle der 2. Bundesliga für den Aufstiegskampf, basierend auf meiner Prognose. Links seht ihr die aktuelle Tabelle nach dem 27. Spieltag und rechts meine Aufstiegsprognose. Klar, Hertha hat aktuell 7 Punkte Rückstand auf Platz 3 bzw. 4 Punkte auf Platz 2. Aber Hertha hat mit Kaiserslautern nur einen Gegner aus den aktuellen Top 10. Im Vergleich zu den anderen Aufstiegskandidaten hat Hertha das einfachste Restprogramm. Also da ist definitiv noch einiges drin für die Berliner. Hannover dagegen muss noch gegen 6 Teams aus den aktuellen Top 10 ran. Das ist ein richtig schweres Restprogramm. Da muss wirklich vieles perfekt laufen. Darmstadt hat ebenfalls noch schwere Spiele gegen Elversberg, Hannover und Paderborn. Gerade das letzte Saisonspiel am 34. Spieltag gegen Paderborn könnte entscheidend werden. Vielleicht sogar im Kampf um Platz 3. Da Paderborn aktuell zusammen mit Elversberg auf Platz 2 steht, haben beide Teams den Aufstieg komplett in der eigenen Hand. Allerdings hat Paderborn ein extrem schweres Restprogramm. Die letzten 5 Spiele gegen alle Teams aus den Top 8. Aber genau das ist auch die Chance. Wenn Paderborn da durchkommt, haben sie den Aufstieg mehr als verdient. Das gleiche gilt natürlich auch für Elversberg. Gerade die ersten 5 Spiele haben es in sich. Alle Gegner zwischen Spieltag 28 und 32 sind aktuell in den Top 8. Schalke hatte ein etwas gemischteres Restprogramm und dadurch meiner Meinung nach die besten Aufstiegschancen. Aber auch sie müssen die Punkte erstmal holen. Klar ist aber auch, egal wer am Ende aufsteigt oder Platz 3 erreicht, diese Mannschaft hat es absolut verdient. Und selbst der Drittplatzierte hat ja noch die Chance über die Relegation und auch da ist alles möglich. Ja, liebe Fußballfreunde, jetzt seid ihr gefragt. Wer steigt direkt auf in die Bundesliga und wer landet auf Platz 3?
Schreibt mir eure zweite Bundesliga-Prognose 2025-26 unbedingt in die Kommentare. Also dann, drückt euren Teams die Daumen, bleibt sportlich und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!